Fan for Van Wintercamping-Event. Heute gibt es ein paar Impressionen von unserem Treffen, was alles passiert ist. Ganz viele tolle Menschen habe ich kennengelernt und wieder getroffen. Und wenn dich das auch interessiert, ein paar Einblicke hinter die Kulissen sozusagen, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und heute will ich ganz ehrlich mit dir sein. Heute geht es nicht um ein großartiges Video, wo ich euch ganz viel präsentieren kann, wo du viel lernen kannst. Heute geht es mir darum, euch einfach ein bisschen zu berichten, und zwar vom großen Wintercamping-Event 2024. Was ist hier alles so passiert? Ganz kurz, wir haben uns hier getroffen am Schliersee, und zwar vom 23. bis 25. Februar. Und ja, waren eine Menge Leute hier und haben einfach mal ein cooles Wochenende miteinander verbracht. Und darüber möchte ich heute ganz kurz berichten. Ja, und ehe es denn losgehen konnte am 23. gilt es natürlich eine ganze Menge zu planen und vorzubereiten. Das fängt beim Ticketing-System an, damit du weißt, okay, wer kann noch alles auf dem Platz, damit niemand umsonst kommen muss. Die Tickets sind immer sehr rar. Warum? Aus zwei Gründen. Zum einen wissen wir im Vorfeld ja gar nicht, wie groß die Autos alle sind. Das heißt, wenn wir hier nur 8 Meter Autos hätten, dann haben wir natürlich beschränkteren Platz als mit ganz vielen 6 Meter Autos. Und dann kommt noch ein zweiter Faktor dazu, das Wetter. Angenommen, es würde hier nur regnen 2-3 Wochen davor oder nur schneien, dann hast du hier zum Beispiel solche Schneemassen, dass wir gar nicht so viele Plätze freigeben können, wie wir wollten. Und das führt dann am Ende auch dazu, dass du relativ spontan kurz vor Veranstaltungsbeginn noch mal ein paar Stellplätze rauslassen kannst, so wie es bei uns in diesem Jahr war. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, damit ihr versteht, warum es überhaupt dazu kommt. Es ist nicht so, dass wir so verplant sind, sondern damit hat es einfach zu tun. Naja, und dann gilt es, die Veranstaltungshaftpflicht zu buchen, GEMA, alles, was da dazugehört an den ganzen formellen Geschichten. Und dann natürlich, abgesehen davon, musst du die ganzen Sachen drucken lassen. Es gab Einlassbändchen, damit jeder ein Band hat, damit wir auch immer wissen können, gehört er auf den Platz, gehört er zu uns oder gehört er nicht dazu. Und dann gilt es da auch Helfer und Helferinnen zu finden, die mir wirklich tatkräftig zur Seite stehen, sei es beim Zeltaufbau, sei es bei der Dekoration. Und ihr seht hier auch hochrangige Helfer sind dabei. Der Camper Tobi, der Sascha und die Tanja von Wir sind Camper waren dabei und der Harry und ganz, ganz viele mehr. Und damit haben wir es geschafft, alles pünktlich aufzubauen. Aber dann kam das große Drama. Denn gegen 12:15 Uhr in der Nacht kam ein Sturm. Zwar für nur 10 Minuten, aber der hat wirklich alles mitgenommen, was ihm im Weg stand. Zum Beispiel unser Begrüßungspavillon. Und auch das Veranstaltungszelt hat es leider nicht geschafft. Obwohl wir es mit Baggern und Bussen gesichert hatten, hat es zum einen versetzt und zum anderen hat im Inneren der Wind wirklich Chaos verursacht. Alle Stehtische lagen auf dem Boden, sogar die Bulli-Bar hat es umgehauen. Von der Technik und von dem Gestänge will ich gar nicht erst reden. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das sagen muss, aber momentan habe ich das Gefühl, wir können es nicht stattfinden lassen. Es ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist, irgendwie 2 Uhr nachts. Traurig. Ja, da war ich wirklich richtig geknickt, wie ihr auch sehen könnt, da war ich richtig fertig. Aber am nächsten Morgen haben alle mit angepackt und wir haben es geschafft, alles rechtzeitig vor Ankunft der Gäste wieder vorzubereiten. Wir sind gerade noch im Aufbau und ich gucke jetzt mal in die Küche. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Arbeit war. Ich habe heute Nacht die ganzen Zwiebeln alleine geschnitten. Lange Nase. Ich verstehe gar nicht, warum die jetzt alle lachen. Und das Tolle war, dass nicht nur die Helfer alle so aktiv waren, sondern auch der Wettergott. Der hat es richtig gut mit uns gemeint, denn der hat das dann hier am Schliersee nochmal schneien lassen, sodass alle kurz, so circa 20 Kilometer vor Ankunft mit einem schönen Schneegestöber überrascht wurden, aber alles nicht so schlimm auf den Straßen. Und jetzt kommen sie alle an. Jetzt geht es um die Wurst, haben wir alles richtig gemacht, haben wir alle Tickets richtig gebucht. Die Leute sind auf alle Fälle alle wahnsinnig gut drauf und das ist mega geil. Der Schnee, unfassbar schön.
Und morgen erwarten wir Sonnenschein und deswegen, glaube ich, sind die Leute auch alle so happy. Und jetzt ja, begrüßen wir sie einfach mal. Hallo und herzlich willkommen. Servus, habt ihr schon alles? Braucht ihr irgendwas? Ja, und schon hier bei der Begrüßung habe ich es absolut gefeiert, wie viele unterschiedliche Fahrzeugtypen hier auf dem Platz rollen. Einfach schön zum Anschauen. Während die Leute alle peu à peu angekommen sind, haben wir sie mit Glühwein und Punsch empfangen. Es gab ein paar Kekse dazu und so konnte sich erstmal jeder hier ein bisschen aufbauen, ein bisschen orientieren, wo was wie ist. Und dann ging es auch schon los. Und zwar mit dem Abendessen. Wir haben begonnen mit einem Chili con Carne. Der Campingplatz Schlesi hat Chili con Carne zubereitet. Warum? Weil es auf der einen Seite ein Essen ist, das man richtig qualitativ hochwertig gestalten kann. Auf der anderen Seite sind die Leute ja teilweise von über 1000 Kilometer Entfernung angereist. Und dementsprechend sind alle auch zu sehr unterschiedlichen Zeiten hier angekommen. Und wir wollten, dass einfach jeder etwas Warmes zu essen hat, egal wann er kommt und damit sich keiner richtig Stress machen muss. Ja, und das Zelt hier hinter mir, das haben wir natürlich nicht umsonst aufgebaut, denn wir wollten zum einen, dass man in warmer, überdachter Atmosphäre essen kann, aber auch das ganze Abendprogramm hat hier drin stattgefunden. Angefangen mit dem Mike. Der Mike hat schon zahlreiche deutsche Titel als Barkeeper gewonnen und der hat uns einfach mal gezeigt, wie man mit wenig Aufwand, mit wenig Spirituosen richtig coole Cocktails hinbekommt, was für uns Camper natürlich genial ist, weil du hast in der Regel relativ wenig Platz im Fahrzeug, willst aber am Campingplatz das richtig genießen können. Wie werde ich deutscher Meister? Also es gibt verschiedene Wettbewerbe, verschiedene Verbände, wie beim Tennis, beim Boxen. Bei mir war es halt so, man musste auf Geschwindigkeit arbeiten, man musste genau eingießen, ja, so 5 Zähl, 3 Zähl, 12 Zähl. Und wir mussten natürlich auch Show machen. Und nach dem kurzen Workshop hat er uns auch wirklich diese Shows geboten. Ich zeige euch jetzt gerade mal Aufnahmen von einem anderen Event, wo ich ihn aufgenommen habe, denn ich habe leider gar nicht so die Zeit gehabt, so viel zu filmen. Aber er war den ganzen Abend für uns da und hat für uns Cocktails gemacht und das ist wirklich nicht nur ein Gaumen, sondern auch ein Augenschmaus. Musikalisch wurde das Ganze dann begleitet und untermalt von Cam und Hannah. Die haben hier für richtig gute Musik gesorgt. Und am Abend war dann unser Ausklang mit El Mago Mazin. Und der hat nochmal richtig eingeheizt und richtig für Stimmung gesorgt, sodass viele sehr viel lachen konnten. Ich baue ein Haus. Ich pflanze einen Baum. Das geht ja auch nicht. Ich zeuge ein Kind. Hoffentlich für die Nachbarn heute Nacht nicht. Ja, und der Samstag hat sich dann von seiner allerbesten Seite präsentiert. Morgens bist du aufgewacht in einer bezuckerten Landschaft. Die Sonne ist aufgegangen, blauer Himmel, also besser geht es gar nicht. Und hier gab es dann ein Rahmenprogramm. Ein ganz entspanntes Rahmenprogramm. Wir haben um 11 Uhr begonnen und zwar mit einer kleinen Show Campfire der Ideen, wer es noch kennt von der CMT. Da gab es einen Gewinner, das ist so die kleine Höhle der Löwen für uns Camper. Und da gab es den Gewinner, den Fabian. Und der ist extra aus Hannover gekommen, um mit uns zusammen in seinem Ofen zu backen. Wir haben einmal einen Kuchen gebacken und wir haben danach Pizzen gebacken. 6 Minuten 19 und wir gucken mal, was die Pizza geworden ist. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen Liebe für uns besorgt. Sehr gut. Ja. Und ich würde sagen, das wow, sieht schon sehr gut aus. Schau mal. Und wenn wir das jetzt hier noch mit drauflegen, unfassbar. Warte mal, ich muss das Blatt noch schön garnieren. Hey, ja, wie geil ist das denn? Gemacht. Das sind genau die Sachen, die vor der Kamera nicht passieren sollten. Und mit vollem Mund spricht man natürlich auch nicht. Ich hoffe, sie schmeckt dir. Das ist ein Wahnsinn. Ja, und allein hätten wir es nie geschafft, so viele Pizzen an den Mann zu bringen. Und deswegen hat uns Road Kitchen unterstützt mit wirklich sagenhaft leckeren Pizzen. Ja, und dann ging es Schlag auf Schlag. Wir hatten unter wunderbarstem Wetter einen T2 Bridge-Bulli vom Markt da. Und hinten drauf auf der Ladefläche ist eine große Videowall. Und da konnte Heiko seinen Vortrag präsentieren. Heiko hat einen wunderschönen Vortrag gemacht und eine, ja, ich sag mal, eine kleine Art Lesung gehalten sozusagen aus seinem Buch. Und zwar von dem Hippie Trail. Da geht es, ach, ich will gar nicht zu viel verraten, denn das müsst ihr euch bei Gelegenheit mal selber anschauen. Ich muss mal gucken, wo ich irgendwie Termine finde, wo Heike sowas nochmal präsentiert, weil das kann ich euch sagen, das war wirklich eine wunderschöne Story. Es macht auch wahnsinnig Spaß, dem Heiko zuzuhören, also es war richtig klasse. Und wie lange hat es gedauert? 4 Tage. Und danach kam dann, weil wir die Videowall ja schon hatten, ein Film an die Tagesordnung, und zwar die Bulli Love Stories. Über ganz viele 1000 Kilometer ist der Christian Schlüter mit seinem ID-Bus durch die Welt gefahren und hat
Bulli-Liebhaber besucht und diese Geschichten hat er uns dann hier präsentiert. Diesen Film gab es vorher nur einmal in Hannover auf dem Bulli-Treffen zu sehen und dann eben bei uns hier am Schlesien. Da fühle ich mich wahnsinnig geehrt. An der Stelle nochmal herzlichen Dank dafür. Ja, während die Gäste diesen wunderbaren Film genießen konnten, haben Benny und ich mich fertig gemacht für die anstehende Flugshow. Dafür haben wir unsere Motoren präpariert und uns selber auch. Wir sind alles nochmal durchgegangen. Wie werden wir fliegen? Was werden wir alles zeigen? Wie sind die Windverhältnisse? All das sind wir nochmal zusammen durchgegangen und hier hat mich Benny wirklich hervorragend an die Hand genommen. Am besten dann so rum die Sachen, so in 15 Meter Höhe, da haben wir uns schon ran. Und dann ging's raus, in die Luft. Und nur fürs Protokoll, dieses Streifenhörnchen, das ist der Hobbypilot Markus. Der andere Schirm, das ist der Benny, ein echter Profi. Und ja, ich glaube, mit dieser Kulisse waren diese Bilder wirklich sehr eindrucksvoll. Ja, und danach wollten wir aber natürlich noch keine Ruhe geben. Es gab dann ein Essen, und zwar ein ganz besonderes Essen. Wir haben ein kleines Restaurant in Miesbach. Unsere Intention ist es, eine ehrliche, nachhaltige Küche zu machen. Alles, was wir produzieren, erzeugen wir selbst. Und wenn ich sage, alles, meine ich alles. Wir machen den Käse selber, die Wurst selber, wir machen den Butter selber. Alle Milchprodukte kommen von einem eigenen Bauernhof. Ich habe ein Tropenhaus, in dem die Gewürze für uns angebaut werden. Ich lasse das Mehl für uns selber mahlen. Ich habe eine eigene Getreidemühle etc. etc. Also wir haben das bis ins kleinste Detail durchgesponnen, um das wirklich klein zu machen. Ich freue mich total, wenn sich da jemand drüber gefreut kann. Ja, und nach diesem ereignisreichen Tag haben wir uns dann schon alle sehr auf dieses Essen gefreut und konnten das in gemütlicher Atmosphäre genießen. Und als dann alle so richtig schön gestärkt waren, ja, da ging es dann für uns wieder ab ins Veranstaltungszelt. Und dann hatten wir den Michael Dietmar da. Der Michi, der hat nochmal richtig aufgespielt und für gute Stimmung gesorgt. Oder wenn doch jemand von mir ein Kind will, dann kann er es am Montag um 1 von der Schule abholen. Das wär schon da. Ja, ich fahre immer mehr um. Zum Phrase gibt's halt leider nichts, heute ist kein Hindu gestorben. Wenn's da Geld brauchst, gehst auf Band, die haben uns dieses Quiz. Wenn nicht, dann sagt im Automat, dass er ein Spacko ist. Und das mit deiner Geschwindigkeit, das nagelst dir ans Knie. Du hast nicht geschnallt, der Babo in der Haus, das bin für ich.
Und danach kam Bravisser, der kam mit seiner Band und die Jungs, die haben es auch nochmal richtig krachen lassen. Und dann haben wir auch wieder relativ lang gefeiert. Und aus rechtlichen Gründen traue ich mich jetzt nicht, das Audio einzuspielen, wegen GEMA etc. Das ist einfach Event, Leute, und ich kann euch nur sagen, es war der Wahnsinn. Und das heißt, ihr müsst beim nächsten Mal einfach wieder dabei sein. Ja, und am Sonntagmorgen, damit dann alle wach werden, da ging es dann ins Wasser zum Eisbaden zusammen mit dem Arno. Der hat uns noch mal ein bisschen erklärt, worauf es da ankommt, was da wichtig ist. Der Arno ist ein Teilnehmer des Triple Ironman, also der weiß, was er macht. Genau, also ich bin der Arno Sandrock und wohne in einem Van seit 5 Jahren jetzt. Bin hier mehr oder weniger am Schliersee vor Ort. Also das ist meine Badewanne. Mit Eis hat es leider nicht geklappt dieses Jahr, aber kalt ist es trotzdem. Also letztes Jahr war mein 10. Triple Ironman, sollte mein 10. sein, also 11,4 Kilometer schwimmen, 540 Radfahren und 126 Kilometer laufen. Ja, und mit dieser Ansage und dem Beisein von 3 Ärzten sind wir dann ins Wasser gegangen. Wir waren gut 20 Leute, sind über 3 Minuten drin geblieben. Die jüngste Teilnehmerin war übrigens 10 Jahre alt, mein höchster Respekt. Ja, und danach waren dann alle fit für den Tag. Naja, und da haben wir hier weitergemacht, auf der Terrasse. Und zwar mit einem wunderschönen Weißwurstfrühstück, so wie sich das halt in Bayern gehört. Und danach sind wir wieder in die Lüfte gegangen, der Benny und ich. Aber da ich mich an dem Tag ein bisschen angestellt habe und ihr ja vorher schon die Aufnahmen gesehen habt, erspare ich mir das jetzt an dieser Stelle. Und bei bestem Wetter konnten wir dann den Tag ganz gemütlich ausklingen lassen. Wir haben dann bewusst kein großes Programm mehr gemacht, weil zum einen wollte ich die Zeit genießen, mit euch ein bisschen zu quatschen. Auf der anderen Seite ist natürlich so, die weite Anreisen hatten, die reisen dann natürlich auch schon früher ab. Ich habe die Gelegenheit auch nochmal genutzt, einen ganz besonderen Wohnwagen zu filmen. Das ist ein Wohnwagen komplett aus Holz gebaut, haben 2 Jungs hier aus Haus, haben das Ganze in der Nähe vom Schliersee. Die haben einen Holzwohnwagen gebaut und der hat es wirklich in sich. Wen das interessiert, auch dazu wird es nochmal ein eigenes Video zu geben. Und ich glaube sogar auch einen Bericht in der Caravan. Aber das blende ich euch dann alles entsprechend ein. Ja, und so war dieses Wochenende dann eigentlich auch leider schon wieder rum. Ja, und ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Ich habe im Gegensatz zu allen anderen Videos, die ich sonst so drehe, heute wieder eine Kamerafrau dabei gehabt. Die Katrin. An der Stelle nochmal ganz liebe Grüße und herzlichen Dank. Und während ich mich bei allen verabschiedet habe und mich bei allen bedanken wollte, die irgendwie involviert waren, ist die Katrin rumgelaufen und hat einfach mal ein paar Stimmen eingesammelt zu dem Event. Und das wusste ich gar nicht. Und das hat mich aber sehr, sehr gefreut. Und da will ich euch jetzt ein paar Stimmen wiedergeben. Also lieber Markus, liebe Social Media Zuschauer, es war ein Wahnsinn, dieses Camp-Event ist so mega gut und ganz toll, tolles Ambiente, nette Leute, super Stimmung, also wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Wir kommen aus Regensburg und sind zum 2. Mal hier. Letztes Jahr war schon so toll, dass wir gesagt haben, da fahren wir noch mal hin, ne? Mit den Pudeln. Und ja, das Wetter diesmal, das ist einfach traumhaft. Aber wir sind total dankbar für die schöne Organisation, für das Programm, was geboten ist. Das ist einfach phänomenal, ein wunderschönes Wintertreffen. Danke, Markus. Super schön hier am Schliersee. Wir sind das erste Mal hier am Schliersee Camping. Wunderschön hier. Was war so euer Highlight? Das Highlight, auch gestern der Film über den Hippie Trail war wunderbar. Die Jungs, die Kochshow, genau, die Grillshow. Flugshow. Von Fabi mit dem Groove. Liveband. Ja, ne, also das ist wahnsinnig, das Programm, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ja. Mein persönliches Highlight eigentlich irgendwie alles zusammen. Also mir gefällt eigentlich alles. Das passt alles toll zusammen. Die Flieger, das Eisbaden, alles zusammen, passt irgendwie zusammen. Die Veranstaltungen am Abend, die Cocktails waren auch super lecker, das Essen mega. Mein Highlight war, viele Highlights, das Fest, das Essen war genial, die Show, die Flugshow und so, was man so mitbekommen hat und alles drumherum und die netten Leute, das ist unglaublich, war echt gut. Ja, und jetzt habt ihr ein paar Eindrücke gewonnen, wie das hier alles war beim Wintercamping-Event. Ich habe eingangs gesagt, ich will euch heute gar nichts beibringen oder erzählen, sondern einfach nur ein bisschen zeigen. Aber eines habe ich für mich wieder gelernt. Was mich am allermeisten begeistert, das seid ihr alle. Die hier waren, wir haben alle so unterschiedliche Interessen, wir haben ja unterschiedliche Berufe. Wir sind Frau, wir sind Mann, wir sind klein, wir sind dick, wir sind groß, wir sind dünn, wie auch immer. Aber hier treffen wir uns alle und wir haben nur ein Ziel. Wir wollen gemeinsam ein cooles Wochenende haben. Und so tolle Gespräche, wie ich gehabt habe, so viel ja, freundliche Geschichten, wie ich gehört habe, in so lächelnde Gesichter, wie ich blicken durfte. Das war für mich ein Riesenfest und das hat mir wieder gezeigt,
Ein paar von euch, die mich verfolgen, die kennen das. Ich habe das einmal in Amerika bei einer ganz tollen Tour mit einem speziellen Fahrzeug. Da habe ich mal was aufgeschnappt, da hat eine Frau nebenbei einfach zu mir den Satz gesagt, als sie erfahren hat, was ich so mache und wie ich unterwegs bin, dass ich viel reise. Die hat nur gesagt, ach Markus, wenn alle Menschen reisen könnten, dann hätten wir keine Kriege mehr auf der Welt. Und das ist jetzt so ein bisschen hochtrabend, sehr emotional, aber ich bin auch sehr emotional jetzt nach diesem Treffen, muss ich wirklich sagen, weil genau das zeigt sich wieder. Wir sind alle super unterschiedlich, aber dieses Hobby vereint uns und wir haben ein wahnsinnig tolles Wochenende hier gemeinsam am Schliersee verbracht und deswegen an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle, die hier waren, an alle Helfer, die hier mitgeholfen haben, dass das wirklich so funktioniert. Und wenn du jetzt nicht dabei sein konntest, dann hast du vielleicht jetzt Lust bekommen, beim nächsten Mal dabei zu sein. Es wird ein nächstes Mal geben. Ich kann euch noch nicht sagen, wann und wie, aber das werdet ihr mit der Zeit hier unten in der Videobeschreibung natürlich sehen. Deswegen gerne das Video speichern und sobald ich das habe, dann seht ihr das hier unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn wir uns hier auch mal wieder persönlich treffen am Schliersee. Damit wünsche ich jetzt euch allen, egal auf welche Festivals, auf welche Treffen ihr immer fahrt, immer ganz, ganz tolle Touren. Und das Wichtigste ist mir, dass ihr immer gesund und glücklich wieder zurückkommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute, euer Markus. Ciao.